Mein Name ist Marco Schrägle und wir schauen uns heute zusammen die Arbeitsweise und die allgemeinen Eigenschaften des 3M-Lapping-Films an. Der 3M-Lapping-Film ist für Metalle, Nicht-Eisenmetalle, Kunststoffe und Gummi geeignet und besteht aus einer Kunststofffilmunterlage, auf die dann Aluminiumoxid-Schleifkristalle aufgetragen sind. Dadurch, dass es sich um eine Filmunterlage handelt, ist sie nicht kompressibel. Das heißt, man kann die Unterlage selber mit den Kristallen nicht zusammendrücken, wie es zum Beispiel bei vergleichbaren Micromesh-Schleiflein der Fall wäre. Das bedeutet, dass man dann relativ viel Druckkraft aufbringen kann, um bestimmte Gegenstände zu polieren oder ähnliches. Die Körnungen von dem Lapping-Film hier in diesem Set reichen von 9 Mikrometer bis zu 0,05 Mikrometer. Ein Mikrometer entspricht einem Tausendstel Millimeter. Wir können uns jetzt das Ganze mal in einer Körnungstabelle anschauen, dass wir das auch mal mit den Micromesh Schleiflein vergleichen können. So. Und zwar haben wir jetzt hier eine Körnungstabelle mit den Mikrometern von 125 bis 0,05 Mikrometer. Hier liegen wir jetzt mit dem beigen Lapping-Film, den wir hier haben. Und die 9 Mikrometer sind hier bei dem blauen Lapping-Film. Das heißt, der Lapping-Film ist mit den Körnungen 1, 0,3 und 0,05 Mikrometer nochmal deutlich feiner als ein vergleichbares Micromesh MM oder MX-Leinen. Die Mikrometer-Tabelle bietet sich eigentlich immer an, um die herstellerspezifischen Körnungen dann wirklich geschickt miteinander vergleichen zu können. So, welche Unterschiede gibt es jetzt sonst noch von dem 3M Lapping Film verglichen mit den Micromesh MM oder MX Line? Die MM Line sind relativ elastisch oder teilelastisch, das heißt, man kann sie ein Stück weit dehnen und sie formen sich auch ein Stück wieder zurück. Das geht auf jeden Fall mit dem Lapping Film nicht. Der bleibt wirklich so, egal wie man zieht und wie man ihn bewegt. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist ihn knicken, weil das gibt wirklich sehr unschöne Knicke, die dann auch nicht mehr rausgehen. Das gleiche Problem kann man bei dem bisschen festeren Micromesh MX haben, zum Beispiel, wenn man hier unschön knickt, dann hat man das auch wirklich im Schleiflein nachher drin. Wofür eignet sich jetzt der Lapping-Film so ganz allgemein? Mit dem Lapping-Film kann man zum Beispiel optische Komponenten oder Modellbauartikel oder Polymerclay bearbeiten. Es eignet sich aber auch für relativ feine Bearbeitung, was jetzt zum Beispiel für Uhrmacher interessant ist oder zum Schärfen von Messern. Das heißt, es können auch sehr, sehr harte Oberflächen bearbeitet werden. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, als Anwendungsbeispiel, wie man mit dem 3M Lapping Film ein Messer schärfen würde, wie das im Detail funktioniert. Hier haben wir ein handelsübliches Taschenmesser. Das ist jetzt auch nichts sehr teures, das ist so im Bereich von 10 Euro. Wir können jetzt gerade mal schauen, wie scharf das Messer ist. So allgemein zum Testen bietet sich eigentlich immer die Nagelprobe an, um zu sehen, ob das Messer scharf ist, sollte es eigentlich auf dem Nagel stehen bleiben, wenn man es aufsetzt. Geschickt ist die Probe deshalb, weil man hier auch über den Klingenverlauf nachschauen kann, ob das Messer wirklich gleichmäßig scharf ist. Weil wenn wir hier jetzt einmal schauen, merken wir,
dass die Schärfe von vorne nach hinten abnimmt. Woran liegt das jetzt bei dem Messer speziell? Das Messer wurde mit dem Lapping-Film geschliffen. Das Problem ist bloß, dass man hier hinten sieht, dass das Messer im Endeffekt einen kleinen Bogen macht. Das heißt, es wurde einmal nicht sauber mit einem Schleifstein bearbeitet und dadurch hat man hier sich einen Bogen reingeschliffen, der im Endeffekt nachher schwieriger zu schärfen ist. Das gleiche Problem kann man auch hier vorne zum Beispiel haben, dass es nicht ganz einfach ist, so eine Stelle zu bearbeiten. Allgemein kann man aber so Messer doch recht gut mit dem Lapping-Film bearbeiten. Eine andere Sache, die man im Blick haben muss, ist, dass man mit dem Micromesh Lifeline durch den elastischen Untergrund vor allem ballig schleifen kann. Das heißt, beim Abrollen des Messers bekommt man wie so eine Art Bogenform, also einen balligen Schliff in die Klinge. Mit dem Lapping-Film speziell bekommt man eigentlich immer sehr, sehr gerade und definierte Kanten. Dadurch kann man mit dem Lapping-Film auch sehr, sehr gut Rasiermesser oder ähnliches schleifen und man kann speziell auch normale Messer so schleifen, dass sie wirklich rasiermesserscharf sind. Den Film sollte man immer mit Wasser verwenden, deswegen haben wir jetzt hier einen kleinen Topf mit Wasser. Die Technik, die ich jetzt zeige, nennt sich auch Scary Sharpening. Die wird allgemein eingesetzt auch für Stechbeitel und ähnliches im Holzbearbeitungsbereich. Dabei machen wir jetzt einmal den Film nass und durch die Adhäsion wird dann der Film hier schön kleben bleiben. Wir streifen die Luftblasen aus dem Film, denn die kann man auch sehr, sehr gut nachher beim Schärfen selber spüren. Und achten darauf, dass der Film etwas überlappt, sodass wir uns das Messer nicht wieder stumpf reiben an der Unterlage. Mit der Höhe der Unterlage muss man etwas aufpassen, dass man sie nicht zu hoch wählt. Geschickt ist es, wenn man immer noch etwas Platz hat, sodass man hier schön den Winkel wirklich vorwählen kann, weil das Wichtigste im Endeffekt bei dem ganzen Schärfen ist, dass man schön den Winkel, unter dem man das Messer oder die Klinge zum Film führt, immer gleich beibehält. Das ist am Anfang noch nicht ganz so elementar. Mit steigenden Körnungszahlen, sprich je feiner der Film wird, muss man aber extrem aufpassen, denn die Messer werden so extrem scharf, dass man sich ohne Problem mit ein, zwei Versuchen einfach den ganzen Film zerschneiden kann, weil das Messer so extrem scharf geworden ist und man es dann verkantet hat und es dann einfach durchschneidet. Das heißt, wir suchen uns hier jetzt den Winkel, nehmen noch etwas Wasser, so, setzen das Messer auf, haben den Winkel und ziehen es jetzt so ab, man muss bei Messern mit einer Rundung dann schön darauf achten, dass man auch wirklich die ganze Klinge abdeckt bei der Bewegung. Und das Ganze macht man dann in die andere Richtung einfach so zurück. Als Unterstützung kann es am Anfang sinnvoll sein, wenn man sich einen Finger nimmt, um den Winkel hier schön vorzudefinieren und um ihn nicht ständig so zu variieren. So. So. Wenn man das jetzt so gemacht hat, ist der nächste Schritt natürlich,
dass man auch wirklich überprüfen möchte, wie scharf das Messer jetzt wirklich ist. Welche von den Körnungen sollte ich jetzt für welche Anwendung benutzen? Allgemein kann man sagen, dass alle von den Körnungen sehr, sehr fein sind. Das ist alles nicht zu vergleichen mit dem normalen Baumarktschleifpapier, das man kennt. Das heißt, Sie können mit allen von diesen Filmen sehr, sehr fein schleifen. Es ist bloß so, dass eine Empfehlung, für welche Anwendung jetzt was zu empfehlen ist, relativ schwierig ist, weil es natürlich immer bei Metallbearbeitung auf den entsprechenden Stahl oder das entsprechende Metall ankommt. Grundlegend kann man auf jeden Fall sagen, dass es sinnvoll ist, immer mit den feinsten Körnungen zu beginnen, einfach mal einen Probeschliff zu machen. Und wenn man dann sieht, man erhält nicht das gewünschte Ergebnis, dann kann man einfach 2 oder 3 Körnungen nach unten gehen und dort anfangen. Teilweise ist es auch sinnvoll, sich nochmal die Körnungstabelle anzuschauen und nachzusehen, ob man nicht vielleicht herkömmliches Schleifpapier für eine Bearbeitung am Anfang verwendet und dann das hier bloß zum Finish. Das ist auch eine Möglichkeit. Mit dem Film kann man definitiv mehrere Messer bearbeiten. Man sollte bloß, wie gesagt, darauf achten, dass man den Winkel nicht zu groß wählt, weil man sich sonst einfach den Film sofort kaputt schneidet. Jetzt einmal den Test mit dem Nagel wieder. Wenn wir hier vorne schauen, das Messer rutscht nicht ab. Wenn wir jetzt einfach mal den obligatorischen Papiertest probieren. Das ist natürlich immer ein Problem mit dem Vorführeffekt. Aber ich denke, noch schöner als das sieht man es eigentlich daran, dass man sich auch wirklich die Haare hier abrasieren kann. Man wirklich sehr schön sieht, dass das auch wirklich funktioniert. Man kann also jetzt hier ein einfaches Taschenmesser auch sozusagen zu einem Rasiermesser umfunktionieren. Aufpassen sollte man auch, die Schärfe von so einem Messer jetzt nicht mit der, ja, sagen wir mal, falschen Schärfe, die man von Messern kennt, die sehr grob bearbeitet wurden und die dann hier einzelne Grate haben, das nicht zu verwechseln, weil das Messer ist jetzt wirklich richtig glatt und es ist sehr, sehr scharf. Diese Grate, die sich also ein sehr, sehr raue Oberfläche an der Kante anfühlen, die sind zwar am Anfang auch scharf, aber nach kürzester Zeit sind die dann zum Beispiel beim Schneiden von Holz oder ähnlichem dann abgenutzt. Den Film gibt es auch in verschiedenen Größen. Den gibt es zum einen natürlich in kleinen handlichen Formaten für die Messerbearbeitung und ähnlichem. Zum anderen gibt es den Film natürlich auch in großen Bögen, mit denen man arbeiten kann. Sonderzuschnitte von den ganzen Sachen sind natürlich genauso möglich. Das ist auch alles kein Problem. Und wenn Sie jetzt irgendwelche weiteren Fragen haben sollten zum Arbeiten mit den Körnungen, zu dem Film, zu Micromesh oder ähnlichem, dann freue ich mich auf jede einzelne Mail und berate gerne. Und Sie können sich dann einfach per E-Mail unter kontakt@schleifartikel bei mir melden und dann stelle ich Ihnen auch gerne ein individuelles Angebot nach Maß für Ihren eigenen Anwendungsbereich zusammen. Und ich wünsche Ihnen in Zukunft dann viel Spaß beim Messer bearbeiten und Schleifen mit dem Lapping-Film.